Auch erfrischend. Herzlich willkommen bei Musculus, heute zu dem Thema Lebensqualität bei Morbus Pompe. Und darüber sprechen wir heute mit Frau Professorin Martina Huemer aus dem Universitätskinderspital Zürich, Bereich Forschung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir jetzt in das Thema näher einsteigen, können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, was Morbus Pompe eigentlich ist und wie die Symptomatik aussieht? Bei ganz jungen Kindern, die schon von einer schweren Form von Morbus Pompe betroffen sind, sehen wir meistens zuerst, dass sie sich nicht gut entwickeln hinsichtlich ihrer Bewegung. Sie können vielleicht nicht lernen, sich zu drehen, sie können nicht lernen zu sitzen, sie kommen nicht zum Krabbeln, ziehen sich nicht hoch, sie können nicht gut kauen, wenn sie schon anfangen zu essen. Sie können nicht gut gestillt werden oder aus der Flasche trinken, weil das für sie zu anstrengend ist. Ihre Muskulatur ist dazu zu schwach. Sie können schon große Probleme haben, auch mit dem Atmen. Und einfach schneller atmen, flacher atmen, weil ihre Atemmuskulatur besonders früh betroffen ist. Und diese Kinder können zusätzlich eben auch das Herz mit einbezogen haben. Und dann haben wir auch Symptome von einem Herzen, das ein Problem mit seiner Muskelstruktur hat. Das heißt, wir haben eine Kombination aus der reinen Muskelschwäche mit der schlechten Bewegungsentwicklung, schlechte Kopfkontrolle schon ganz früh. Wenn man die Kinder so an den Händen hinaufzieht, dann sieht man ja bei gesunden Säuglingen, dass sie irgendwann so ruckartig den Kopf auch mitnehmen können und kontrollieren können. Beim Kind mit einer Muskelkrankheit sieht man, dass der Kopf die ganze Zeit in der Überstreckung bleibt, den gar nicht hochbringen und selber halten können. Das wäre so ein frühes Anzeichen. Also da müssen wir darauf achten, wie gedeiht ein Kind, wie trinkt ein Kind, wie angestrengt atmet es und wie sind seine Meilensteine der Entwicklung, nennen wir das. Und dazu gehört das Drehen, das Sitzen, das Stehen, das Gehen. Bei den älteren Patienten, die nicht so schwer betroffen sind, sind die Zeichen oft viel subtiler, können sehr, sehr vielschichtig sein, ganz milde, dass sie merken, sie sind schneller erschöpft, sie können nicht so gut atmen. Wenn sie die Stiegen steigen, ist das für sie viel anstrengender als für andere Personen in ihrem Alter. Sie haben weniger Muskelmasse. Wenn man sich den Rücken zum Beispiel anschaut, sieht man, dass die Muskulatur da gar nicht altersgemäß ausgeprägt ist. Und wir sehen bei vielen Patienten, dass sie erst eigentlich über Atemnot klagen und oft dann bei den Lungenfachärzten landen, die da gar nicht so viel helfen können. Aber wir haben das oft als ein erstes Symptom oder große Müdigkeit. Das sind sehr schwer zu erkennende Symptome und viele der Patientinnen und Patienten werden auch lange Zeit nicht als krank wahrgenommen, sondern als jemand, der es insgesamt mit sich vielleicht ein bisschen schwer hat, sich zu belasten. Das ist so eine diagnostische Falle, in die man da hineinfallen kann. Sie haben einen Fragebogen zur Lebensqualität von Morbus Pompe-PatientInnen erstellt und validiert. Was steckt denn hinter dieser Idee und was sind die wichtigsten Ergebnisse? Warum haben wir das gemacht? Fangen wir damit an. Es gibt für den Pompe eine sehr teure Therapie. Das ist die sogenannte Enzymersatztherapie. Ich habe gesagt, das Enzym funktioniert eingeschränkt oder gar nicht. Und es gibt seit einigen Jahren und jetzt in letzter Zeit auch durch mehrere industrielle Anbieter gibt es ein Ersatzenzym, das man über die Vene gibt. Und als das kam, waren wir alle sehr glücklich, weil wir vorher nie was anzubieten hatten und haben auch gehofft, dass die Patienten jetzt quasi geheilt und ohne Symptome sind. Und das hat sich aber nicht bewahrheitet. Die Kinder sind gebessert, sie überleben länger, das Herz ist bei den kleinen Kindern recht gut, die Muskeln aber gehen trotzdem langsam weiter. Dann habe ich schon beschrieben, wie unterschiedlich die spät beginnenden, die Late-Onset-Formen sind. Da ist praktisch jeder Patient eine Welt für sich selber. Wenn wir jetzt bewerten wollen, wie viel profitiert denn der einzelne Patient von einer solchen Enzymersatztherapie, dann ist die Lebensqualität ein ganz wesentlicher Punkt, den wir mit beurteilen müssen. Denn wenn wir bei allen dieselben Bewegungstests machen, Beispiel 6 Minuten G-Test ist so ein Klassiker, den wir alle gut kennen. Wenn wir das bei Personen machen, die unterschiedlich spät krank geworden sind, unterschiedlich schnell wird die Krankheit schlechter, dann ist es sehr schwer, diese Messergebnisse zu vergleichen.
Wenn wir die Lebensqualität zusätzlich zu all diesen Bluttests und funktionellen Tests und was wir sonst so tun, betrachten, haben wir eine ganz, ganz wichtige Information. Und die Lebensqualität bezieht nicht nur ein, was macht die Krankheit mit meinem Leben, sondern bezieht auch ein, was macht denn die Behandlung mit meinem Leben. Und die ist ja auch nicht nur angenehm. Sie ist zwar positiv in der Wirkung, aber man muss einen Zugang legen, man muss Zeit aufbringen, die Enzyme werden über viele Stunden gegeben und so weiter. Das heißt, die Lebensqualitätsmessung ist tatsächlich, und wir kennen das aus anderen Krankheiten, ein unglaublich hilfreicher zusätzlicher Parameter und also Messwert. Und damit ist der Hintergrund beschrieben, warum wir das gemacht haben. Und wir haben den gar nicht entwickelt, sondern die Patienten haben den mit uns entwickelt und die Eltern, weil wir uns darüber klar sein müssen, dass die Lebensqualität eines Menschen kann ich als Arzt oder Ärztin überhaupt nicht beurteilen, weil ich stehe nicht in seinen Schuhen. Das Beispiel ist immer, dass wir alle solche Sprichwörter kennen, wie die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wir alle wissen im Grunde genommen intuitiv, dass wir nicht wissen, wie der andere sich fühlt oder die Welt sieht. Und deswegen brauchen wir die Lebensqualität als Angabe vom Patienten selber, ungefiltert durch uns und unsere Fragestile zum Beispiel. Und daher haben wir die Patienten und Patientinnen, die Eltern gebeten, mit uns zu sprechen und zu sagen, was ist wichtig, was sollen wir denn fragen, was macht denn Lebensqualität aus? Und das kann zum Beispiel sein, wie weit ich gehen kann. Das kann sein, wie attraktiv ich für das andere Geschlecht bin, das mich interessiert. Das sind ganz viele Facetten und wir haben lange Gespräche geführt mit Patientinnen und Patienten und haben die Inhalte gesammelt. Und dann haben wir die geordnet, haben daraus einzelne Fragen gemacht, wo wir auch unterscheiden, zum Beispiel, kannst du gut gehen oder gibt es ein Problem beim Gehen? Das ist die tägliche Funktion. Und wir fragen bei der Lebensqualitätsforschung aber auch nach, wie geht es dir damit, wie das ist? Weil nicht immer die Information, wie gut jemand gehen kann, sagt, wie seine Lebensqualität ist. Also wir haben diese beiden Aspekte drin und wir haben daraus dann einen Fragebogen gemacht, den wir wiederum der Community vorgelegt haben und haben gesagt, ist das verständlich? Haben wir alle wichtigen Punkte reingebracht? Haben wir was vergessen? Und können wir das so fragen? Und haben das damit validiert und getestet, ob dieser Fragebogen funktioniert. Und da stehen wir jetzt. Wir haben den jetzt in deutscher und englischer Version erstellt. Und weitere Ergebnisse haben wir noch nicht. Wir wollen den jetzt weiter verbreiten und für forschende oder klinisch tätige Personen kostet das nichts, den zu bekommen. Die müssen sich nur an uns oder an mich jetzt in dem Fall wenden, per E-Mail zum Beispiel. Und wenn eine Industriefirma die auch nutzen möchte, was ich total gut und richtig finde für Zulassungsstudien oder andere klinische Studien, dann ist das fein. Die müssen aber ein bisschen was dafür zahlen, damit wir diese Forschung in dem Bereich weiter aufrechterhalten können. Sie haben schon einmal kurz erwähnt, aber was sind denn jetzt die Hauptfaktoren, die die Lebensqualität von diesen PatientInnen beeinflussen? Das sind zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere? Wie ist das, wenn andere wissen, was ich habe? Ganz wesentlich von der Funktionalität her ist, wie viel Bewegungsfreiheit habe ich, wie viel Bewegungshilfen brauche ich und wie geht es mit dem Atmen? Weil das natürlich ein ganz wesentlicher Faktor ist, was ich machen kann. Und der weitere Faktor ist sind die Sprachschwierigkeiten. Viele Patienten haben ganz große Probleme, sich zu vermitteln sprachlich, weil auch die Schlundmuskulatur nicht so gut ansprechbar ist und nicht so präzise helfen kann, Worte zu formen. Die sind dadurch oft sehr schwer zu verstehen. Und das sind ganz wichtige Punkte. Und immer in allem, was wir anschauen, müssen wir schauen auf das soziale Eingebundensein. Wie weit geht Teilhabe? Wie weit fühle ich mich wohl? Wir haben auch den Punkt drin, der ja in der Jugendzeit wesentlich ist. Meine Eltern sind sehr besorgt um mich oder meine Familie ist sehr besorgt um mich. Ist das ein Problem? Das kann ein Problem sein. Und die Patientinnen und Patienten sind den Eltern oft sehr dankbar für das, was sie für sie schon alles geleistet haben. Aber sie wollen auch autonom sein. Also Autonomie ist ein wichtiges Thema. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie dieses Wissen, das durch diese Fragebögen entsteht,
ausgewertet wird und wer profitiert dann davon? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wer es nutzt. Wenn wir es nutzen als medizinisches Team, dann können wir Areale identifizieren, wo wir sagen, da können wir unterstützen. Wenn es die Eltern-Jugendlichen-Beziehung ist, die schwierig ist, das können wir dann besser darstellen und können sagen, das ist etwas, wo diese Familie besondere Unterstützung braucht. Ja? Wenn es darum geht, ich habe im Moment so viel Fertigkeiten verloren. Mir geht es sehr schlecht damit, dass ich zum Beispiel wirklich nicht mehr gut gehen kann und jetzt belastet es mich, weil das ein Ausmaß erreicht hat, mit dem vieles nicht mehr möglich ist, was mir wichtig ist. Dann sehen wir, dass diese Person vielleicht jetzt gerade sehr viel Unterstützungsbedarf hat. Und dann müssen wir daran arbeiten, an Coping-Mechanismen. Coping heißt Bewältigung. Wie gehe ich um mit dieser neuen Situation? Wie kann ich sehen, dass ich aus dieser Situation, wo wir medizinisch vielleicht keine großartige Antwort haben, das Beste mache? Auch das sind wichtige Interventionsfelder, dass ein Mensch, der krank ist, damit besser umgehen kann mit dem, was nicht zu ändern ist auf der medizinischen Seite. Das ist die eine Sache. Und für Studien, für die Pharmaindustrie ist es wichtig zu sehen, diese Therapie macht die Dinge besser oder nicht? Ist diese Therapie belastender als vielleicht eine andere? Das sind wichtige Informationen, die wir für diese Verbraucher, wenn man das so benennen will, auch erzielen können, ja. Welche Bewältigungsmuster und Coping-Strategien können denn jetzt zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen? Das ist überhaupt nicht spezifisch für Menschen mit Muskelkrankheiten. Das ist etwas sehr Allgemeines. Wir wissen, dass ein ganz wichtiger Bewältigungsmechanismus ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Wenn ich das Gefühl habe, egal was ich mache, das ändert gar nichts an der Welt. Das hat genau überhaupt keine Auswirkung. Das ist frustrierend. Das macht depressive Gefühle, das macht Angst. Und interessanterweise macht das auch kognitiv schlechter. Das ist das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Wenn ich lange genug die Rückmeldung von der Welt quasi erhalte, was immer du tust, es hat keine Auswirkung, dann will ich nicht mehr so gut verstehen. Während wenn ich merke, und das ist ja das, was Evolution ausmacht, wir sind als Menschen ja unglaublich schlau, dass wir sehen, da ist eine Situation, die mag ich nicht, die gefällt mir nicht, was kann ich denn tun, um was zu ändern? Das ist einer unserer Grundmechanismen, mit dem wir bis jetzt zumindest irgendwie überlebt haben. Und dieser Mechanismus, den zu stärken und zu sagen, wo kann ich mir herauspicken, welche Aspekte einer Situation kann ich denn angehen? Und mit welchen Methoden kann ich das machen, sodass ich mich selbst wieder als wirksam in meiner Welt erlebe? Das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, das zu vermitteln. Nicht nur an kranke Personen, sondern auch, ich glaube, ich terrorisiere damit alle in meinem Umfeld. Ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus. Der nächste ist Empowerment, also jemanden ermächtigen. Und das geht durch Krankheitswissen zum Beispiel. Wir wissen ja, dass viele unserer Erklärungen überhaupt nicht verstanden werden, weil wir so ein seltsames Deutsch sprechen als Mediziner. Und Menschen beizubringen, dass sie verstehen, wie ihre Krankheit funktioniert, dass sie verstehen, warum sie bestimmte Dinge vielleicht nicht tun sollten, ist immer besser, als mit Verboten zu arbeiten. Das kann man natürlich bei ganz jungen Kindern nicht. Ein ganz junges Kind kann das vielleicht noch nicht verstehen. Aber bei älteren Kindern, bei Jugendlichen ist es immer der Punkt zu sagen, du bist selber der Spezialist für deine Krankheit. Wir bringen dir das jetzt bei, dann musst du dich nicht mehr so ärgern, wenn du in den Ferien mal krank wirst, kommst irgendwo hin, wo man deine seltene Krankheit vielleicht gerade nicht kennt. Das ist eben so. Und daraus machen wir jetzt das Beste, dass wir dich nämlich zum Spezialisten machen. Und je mehr du weißt, je mehr du kannst, desto freier bist du. Desto freier kannst du dich bewegen, desto unabhängiger bist du von ständiger Hilfe. Das wären die wichtigsten Coping-Mechanismen und auch so ein bisschen der Weg dahin, wie man diese stärken kann. Wie kann man denn die Lebensqualität von Morbus-Pompe-PatientInnen messen? WissenschaftlerInnen halten die Dinge ja gerne in Zahlen fest.
Ja, Zahlen sind wunderschön, ja, absolut. Und Zahlen sind auch ganz nützlich, muss man sagen. Die Lebensqualität ist definiert, das ist ein relativ komplexes Ding, dass man sich fragt, welche Auswirkungen hat diese Krankheit, wenn wir von der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sprechen, und die Therapie auf mein soziales, auf mein seelisches, auf mein körperliches Wohlbefinden. Und wie kann ich diese verschiedenen Aspekte abbilden. Das kann ich zum Beispiel in solchen Fragebögen. Es gibt viele verschiedene Arten von Lebensqualitätsfragebögen, mit denen wir das Thema umkreisen können und ja auch Messwerte generieren können. Wir können uns überlegen, wie ist die Lebensqualität unserer Patienten bezogen auf die allgemeine Population. Das heißt, auf die zum Beispiel im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern, die nicht krank sind. Da kann ich ein sogenanntes generisches Messinstrument nehmen, das vielleicht 30 Fragen hat. Und solche Dinge wie, bist du glücklich in deinem Leben? Wie kannst du mit Freunden umgehen? Bist du da zufrieden? Wo solche Punkte abgearbeitet werden, die für alle Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen relevant sind. Da kann ich aber nur vergleichen, wie geht es Pompe-Patienten im Vergleich zu allen anderen. Dann gibt es so eine mittlere Kategorie, das ist die Kategorie der chronisch-generischen. Das ist eine Kategorie von Fragebögen, wo wir schauen, wie geht es Menschen mit unterschiedlichen chronischen Krankheiten im Vergleich zueinander. Wenn ich einen Diabetes habe, wenn ich ein Asthma habe, wenn ich eine Pompe habe, wenn ich einen Duchenne habe oder irgendeine andere Muskelkrankheit. Wie geht es im Vergleich diesen Patientengruppen? Auch da kann ich wichtige Aspekte versuchen herauszufiltern. Der Diabetiker ist mehr oder weniger mit demselben Krankheitsbild konfrontiert. Der muskelkranke Mensch ist mit einem fortschreitenden Krankheitsbild konfrontiert. Wir können auch hier dann Unterschiede herausarbeiten, die uns helfen, die Patienten besser kennenzulernen und ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen. Und unser neues Instrument, was wir gebaut haben, das ist ganz spezifisch, das befasst sich nur mit Pompe. Und damit können wir empfindlicher abbilden, wenn wir zum Beispiel eine Intervention machen, also eine bestimmte Maßnahme, in der Therapie, in der Behandlung, in der Psychologie, können wir uns anschauen, wie wirkt das in diesem Mini-Universum, das nur für Pompe da ist. Und wo wir in den etwas gröberen Maschen der beiden anderen Gruppen von Instrumenten würden wir gar nichts sehen. Und ich möchte auf jeden Fall das Plädoyer machen dafür, dass wir die Psychologie am Anfang einbauen, dass die Psychologie ein fixer Teil unseres Teams sein muss, wie die Ernährungsberatung. Wir dürfen nicht anfangen, dass die Psychologie erst kommt, wenn es schwierig wird. Weil das ist für Eltern und für Jugendliche fürchterlich. Dann sagen die ja, also jetzt kann hier wohl keiner mehr was mit mir anfangen. Jetzt werde ich wohl so schwierig, jetzt holen die sogar den Psychologen. Das soll nicht sein, weil dann kann man das nicht annehmen. Der Psychologe, die Psychologin sollte Teil des Teams sein und am Tag 1, wenn wir die Diagnose vermitteln, sollten die neben uns sitzen und mit uns gemeinsam arbeiten. Uns vielleicht mal auf die Schulter klopfen und sagen, hallo, kannst du das auch auf Deutsch? Und den Patientinnen und Patienten helfen zu fragen, zu sagen, Moment, brauchen Sie eine Pause? Haben Sie das alles verstanden? Das ist eine wichtige Funktion für beide Seiten, auch für uns als Ärztinnen und Ärzte. Das ist sehr, sehr unterstützend und hilfreich. Liebe Frau Professor Martina Huemer, danke, dass Sie heute bei uns waren und alles Gute für Ihre Arbeit in Zürich. Sehr gern, danke. Und das war's wieder mit Musculus, heute zum Thema Lebensqualität bei Morbus Pompe. Vielen Dank, dass Sie sich dafür interessiert haben. Bleiben Sie dran, schenken Sie uns vielleicht ein Gefällt mir, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen wie immer in der Infobox unter www.muskelforschung.at. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.